Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit seinen 3 Profilen, Klaus, Peter und Emma. Ich setze das Profil der Emma fort. Emma ist eine Schweizer Jungunternehmerin, die 2 Garagen jetzt gerade in Bern und Zürich, und die hat die 3. Garage gekauft in Zürich. Sie besitzt 10 LKWs und 10 Auflieger. Und Genf ist quasi komplett ausgebaut und funktioniert schon gut. Bern sind viele neue Leute dazugekommen. Das dauert noch eine Weile. Und in Zürich sitzt immer ganz alleine. Da hat kein LKW. Hat all ihr Geld in ihr Unternehmen gesteckt. Und von daher muss immer also Zinsen bezahlen, 17.000 pro Tag momentan. Und wir haben jetzt 12:05 Uhr, das heißt, die Zinszahlung war gerade fällig. Und dann wenn wir mal sehen, welche Aufträge er immer bekommt. Man muss also als Berufskraftfahrer arbeiten. Da bekommt er immer eine 12.000 Tour von Turku Uppsala. Eine super Tour. Die haben wir schon ein paar Mal genommen. Warum ist die jetzt, warum bekomme ich die immer wieder? Ich weiß nicht genau. Was mache ich da verkehrt? Der präsentiert mir immer wieder dasselbe Angebot hier. Hat das eine Bedeutung? Ich vermute mal, ne? Weil ich hier bei den Fähigkeiten hänge ich fest. Das war das letzte, was ich gemacht habe, hochwertige Touren. Und da komme ich nicht weiter, da muss ich ja dann 5 Touren oder 4 Touren machen und so, und irgendwie hänge ich da fest. Und ich vermute, dass das irgendwie mit dem Auftragsangebot zusammenhängt. Und das ist aber zum Beispiel Faht. Also eine wichtige Tour, dringende Lieferung. Okay, die nehmen wir also. Dann werden wir die nehmen. Und dann Auftrag annehmen bitte, ja. Von Turku Uppsala. Haben wir. Und dann, das gibt 12.000. Dann haben wir, bauen wir ein bisschen Licht hier vielleicht. So. Und dann müssen wir nach rechts runterfahren. Auf geht's. Und den Kopfhörer aufsetzen mal. Dann machen wir das mal. Ja, so vielleicht nicht. Nicht gleich gegen die Wand fahren. Okay, wieder einen großen Auflieger. Also es geht nach Uppsala. Also fahren wir hier links runter. Links abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Und dann nach rechts fahren, ne? Demnächst rechts abbiegen. Okay. Da fahren wir dann mit links hier nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Da liegt Holz. Jede Menge Holz zum Abholen. Und für die Holzwirtschaft. Ja, hier könnte man also auch Bäume. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Müssen wir Bäume pflanzen? Biege nach rechts ab.
das war natürlich nicht so geplant. Das war natürlich nicht so geplant. Ich war einfach zu faul, wieder die Hand hier runterzunehmen. Und was ist denn jetzt los hier? Also das Problem wie immer, das Mauspad verrutscht, mein Lenkrad verrutscht, die Maus verrutscht, als es am Rutschen, als es im Fluss sozusagen. Und da habe ich hier Probleme. Immer geradeaus. Und dann habe ich Demnächst noch einen rechts Unfall abbiegen. gehabt gerade. Okay, jetzt fahren wir erstmal nach Antalya. Biege nach rechts ab. Okay. Also ich bin schon 1000-mal die Tour gefahren und ein paar Mal habe ich nachgeschaut, nach links und rechts. Und jetzt habe ich nicht nachgeschaut. Der hat es irgendwie gewusst, hier der Simulator. Der hat mir genau jetzt die Leute da, Rechts halten und dann Ausfahrt rechts den nehmen. Autoscooter da eingeschickt, um mich da, um mir reinzufahren. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, okay, kommt man nicht drüber weg, ne? Ja, also, jetzt müssen wir erstmal nach Antalya fahren. Und dann fahren wir in Schweden nach Uppsala. Wie sieht es hier aus? Als frei, ja. Also ein Unfall gleich gebaut. Also die erste Tour heute und gleich ein Unfall. Wie soll der Tag dann noch enden? Ja, aber ich sag mal einfach Mund abwischen und weitermachen. Weiterfahren hilft nichts. Ich fahre schon wieder zu schnell. Wahrscheinlich deswegen, Achtung, weil achten Sie lauter auf die Frust. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, genau, Helge, du hast mir nur gefehlt. Deine Meinungen. Immer geradeaus. Ja, genau. Und jetzt hier gleich rechts unten, ne? Hier glaube ich Rechts rechts. halten Genau. und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, Nimm die Ausfahrt rechts. machen wir. Und da oben links, ne? Demnächst links abbiegen. Und bei der Auffahrt kriege ich jetzt auch schon Knöllchen. Biege nach links Also ab. ich stellt diesmal die Geschwindigkeitsbegrenzung woanders hin. Passt die an? Oder Achtung, achten Sie auf die ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. bin ich gerade für 60. Gerade 60 mal. Demnächst links abbiegen. Also irgendwie habe ich es heute zu eilig. Erst da umfahren, erst einen Unfall gebaut, dann zu schnell gewesen. Biege nach links ab. Dabei sollte man doch bei der ersten Tour noch gelassen sein, ne? Aber es ist ja nur eine Simulation, von daher, ja. Zeigt dir mir an, dass ich jetzt hier am frühen Morgen sehr ungeduldig bin. Jetzt reise ich jetzt hier hoch. Mit dem Anhänger ist der leer oder habe ich da nichts drin?
Okay. Jetzt haben wir, wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich? Jetzt haben wir 24.000 habe ich jetzt im Konto und dann nach der Eingabe. Und wir haben jetzt 13 Uhr und 9 Stunden, 23, 22 Uhr soll ich da sein. Kapelska. Aufbrechen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Okay, jetzt haben wir 22:38 Uhr und wir haben 43.000 schon am Konto. Sehr gut. Lohnt sich, dass man die Leute hat, die Leute arbeiten gut mit. Und, Immer geradeaus. ja, was ist das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist wieder neuen Arbeitnehmer in Bern anzustellen, damit wir in Bern weiterkommen, damit wir auch in Bern Leute haben. Und dazu sind 120 notwendig. Und also Emma fährt immer noch als Biege Berufskraftfahrer. nach rechts ab. Jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt schaue, dann kommt keiner. Und wenn ich schaue, kommt doch einer. Aber da mir vorhin einer eingefahren ist, schaue ich jetzt natürlich erstmal nach. Also 1000 Mal kommt da keiner. Und dann beim 1001 Mal kommt da einer. Achtung, achten Sie auf die Ja, nicht schon wieder, Geschwindigkeitsbegrenzung. Helga, du gehst mir auf den Nerv. Ich bin jetzt also in Schweden, 22:45 Uhr. Ich muss nach Uppsala. Das sind 117 Kilometer. Nachtfahrt. Ich sehe auch wieder wenig hier in meinem Spiel, in dem großen. Ich da oben reinschauen. Und ich könnte den auch verschieben, so, ne? Dass ich ein bisschen mehr sehe, vielleicht. So sehe ich noch mehr. So ist eigentlich besser. Was haben wir jetzt hier? Im Kreisverkehr. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay, zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Also mir scheint im Moment, dass jetzt ja der ETS hier einfacher ist in der Bedienung als der LS. Als der LS19. Andererseits hat der LS19 viel mehr Möglichkeiten. Geld zu verdienen mit Tieren, mit Äckern, mit Bäumen und dann hat er natürlich eine Fülle an Gerätschaften, die erstmal alle gelernt werden wollen, mit denen man erstmal alle umgehen kann, soll können. Also von daher ist er vielleicht anspruchsvoller, der Landwirt, was man so gar nicht glaubt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay. Ja. Und der hat eine ganze Menge Möglichkeiten, der LS19. Mehr Möglichkeiten als der ETS hier.
wo du quasi nur auf die Touren erweitern kannst, was wieder Geld kostet. Und du selber kannst eigentlich nur fahren, dein Unternehmen ausbauen oder dein Auto anmalen. Da kam Tina, hat gerade Geld reingebracht. Also wir sind bei 44.000 und dann meine 12 dazu sind 56.000. Ja, und Kredite haben, weiß ich nicht genau. 40.000 vielleicht, 50.000. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Uppsala schon, oder? Ja, da geht Uppsala. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Okay. Wir haben noch 40 Kilometer noch bis zum Ziel. Sind wir gleich da, haben wir die erste Tour geschafft. Und dann machen wir noch eine zweite Tour heute. Und dann vielleicht die LS19. Achtung, achten Sie auf die LS19 Geschwindigkeitsbegrenzung. vielleicht. Also vielleicht ein bisschen LKW fahren am Tag, ein bisschen Landwirtschaft machen. So Nebenbetriebslandwirtschaft. Bitte rechts halten. Dass man also vielleicht die müssen wir gleich wieder runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Ja, klar. Und jetzt geradeaus erstmal, ne? Hier geht's nach Uppsala. Und dann sind wir 5 Kilometer da. 70 Stunden. Was haben wir hier? Sind sie wieder am Arbeiten? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Muss ich gleich links fahren? Links halten und dann links abbiegen. Nicht schön, ja. Okay. Biege nach links ab. Also, Begriff ist hier quasi Rechtzeit. Ich lebe auch wie so ein Begriff hier. Es hängt im Lenkrad. Trinke hinter dem Lenkrad. Und steuere die Maschine, die virtuelle, hinter dem Lenkrad.
Und jetzt müssen wir gleich da sein. Ne? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier schon rein, ja. Biege nach rechts ab. Okay, dann fahren wir hier wieder rein. Endlich, wir sind da. Okay. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Das hätte ich ja schon mal versucht, aber hier bleibe ich immer hängen. Da bleibe ich immer hängen in dem Zaun. Das geht nicht hier. Das war schon da hinten der Fall. Also machen wir das hier so. Und jetzt haben wir 12.000, sehr gut. Fortfahren. Jetzt haben wir also 56.000 und wir haben nur 56. Und in 11 Stunden kommen dann wieder 17.000 Abzüge. Bei der Bank habe ich jetzt 60.000 Kredit und ja, das heißt, da kann ich schon bald einen LKW kaufen, weiterhin. Da kann ich bald einen kaufen. Weil 40 und 50 sind ja schon 90. 60 und 40. 60 und 50 sind 110. Okay, da können wir schon neu kaufen hier. Ich könnte schon mal eine neue Frau einstellen. Oder einen neuen Mann. Fahrer einstellen. Was haben wir an Fahrer momentan? Da haben wir Naomi. Noch eine schwarze. Die Naomi hat 1,7, hat schon mal zweimal das. Kennen wir irgendjemanden? Ach, Tanita. Tanita 0,1. Tanita war auch eine gute. Und ja, die Naomi. Also wohin mit der Naomi? Nach Bern. Zweite Frau. Okay, ich stelle mal ein. Schwarz ist egal. Wir sind nicht so. Was haben wir da Elsa? Was macht Elsa? Wir stellen jetzt mal die ein. Die stellen wir ein. Einstellen, ja. Der soll dorthin. Der soll dorthin. Okay. 0 Uhr. Also, die erste Frau für Bern. Und dann können wir vielleicht schon gleich einen LKW kaufen. Im Moment nehmen wir erstmal Geld runter hier. Erstmal 50.000. Ja. Dann haben wir 105.000 momentan. Und das reicht für einen LKW. 105.000. Dann brauchen wir einen LKW. Wie viel geben wir dafür aus? 100.000 oder 96.000? 96.000 momentan. Ein LKW. Wo ist der Händler? Da ist der Händler. Ein LKW-Händler. Ivico hier, ausgewählte Orte.
Ja, möchten wir. Und dann 96.000. Wieso habe ich jetzt 121.000? Gerade hatte ich 105.000. 96.000. Ja. Der soll dorthin, natürlich. Der soll dorthin. Zu der Naomi. Gut. Jetzt habe ich immer noch 25.000. Sehr gut. Dann können wir vielleicht heute auch noch einen Auflieger kaufen. Wenn meine Leute beim Mitmachen. Ja, möchte ich. Und meine Leute, wir haben jetzt 8.56 Uhr. 8.56 Uhr. Jetzt muss ich den Fahrermanager machen. Das ist die Naomi, die zweite African Power. Also Agnes war nicht bei Afrika und jetzt haben wir nochmal Afrika. Zweimal. Ja, ausgeglichen ist vorbei, kannst du vergessen. Der beste Fahrt vielleicht. Und okay. Haben wir. Und okay. Dann machen wir jetzt mal Schluss und speichern das ab. Also, ich wieder mein Tastatur bauen.